der ersten. Welche Hinweise für eine vegane Kinderernährung kannst du geben, Tim? We received exactly one question in three parts. So what hints could you give us, what clues for a vegan nutrition for children? So children can eat vegan, just like adults. Kinder können problemlos vegan essen, genau wie Erwachsene. You just want to make sure that children get a sufficient variety. Es ist einfach nur wichtig, dass Kinder eine große Vielfalt haben beim Essen. And it's not variety at one meal, but it's variety over time. Das bedeutet nicht, dass man in einer Mahlzeit diese Vielfalt haben muss, sondern einfach über einen bestimmten Zeitraum eine große Vielfalt an verschiedenen Nahrungsmitteln. Fruits, vegetables, Früchte, Gemüse, whole grains, beans, Vollkorn, nuts. Getreide, Hülsenfrüchte, Bohnen, Nüsse. Now I assume that this child is not an infant because of course it is not good to be vegan when you're an infant because milk is the best food, right? Your mother's milk. Ich gehe mal davon aus, dass sich das hier auf ein Kind bezieht, was kein Säugling ist. Es geht hier um etwas ältere Kinder, denn für einen Säugling wäre eine vegane Ernährung nicht gut, sondern für einen Säugling ist die beste Nahrung Milch, nämlich die Muttermilch. Every time the American Academy of Pediatrics meets, they lengthen the benefit for breastfeeding. Jedes Mal, wenn die amerikanische Gesellschaft für Pädiater, also für Kinderärzte, sich trifft, dann wird die Periode, die sie genannt haben, wo es gut ist, dass ein Kind gestillt wird von der Mutter, dann wird diese Periode ein bisschen verlängert. Also noch länger stillen ist gut. And it's more than just nutrition now. Und es geht jetzt um mehr als nicht nur rein die Ernährung. They've shown a correlation between a healthy immune system and breastfeeding. Man hat also gezeigt, dass es dort Verbindungen gibt zwischen einem gesunden Immunsystem und dem Stillen. In fact, even food allergies are related to breastfeeding or not. Man hat also auch herausgefunden, dass Nahrungsmittelallergien damit zusammenhängen, ob ein Kind gestillt wird oder nicht. There are several studies now even showing a difference in IQ in breastfeeding and bottle feeding. Und es gibt inzwischen etliche Studien, die gezeigt haben, dass es sogar einen Zusammenhang gibt, wie hoch der IQ eines Kindes ist, ob es gestillt wurde oder nicht. For little children, breast is best. Das heißt, für kleine Kinder gilt einfach, Brust ist das Beste. Okay, vielen Dank dafür. Wie sieht es aus mit den Zwischenmahlzeiten? Häufig wird gesagt, dass vielleicht 3 Mahlzeiten am besten wären, was vielleicht für Kinder zu viel wäre, zu große Abstände. Wie sieht es demnach aus bei Kleinkindern mit Zwischenmahlzeiten? So how about in between meals for little children? Maybe you would say if you have 3 big meals, the time period between 2 meals is too long for a little child. What would you say about the frequency of meals during the day for little children? What we found with increased snacking is not good. Wir haben herausgefunden, dass je mehr man Zwischenmahlzeiten hat, dass es einfach nicht gut ist. Most people are aware of the dental literature about dental caries and snacking on sugary things. Die meisten Menschen kennen das, was so geschrieben wird im Zusammenhang mit Zahnmedizin, dass es eben nicht gut ist für die Zähne, wenn man zwischendurch Snacks nimmt. But just recently, they've come out with something that's very startling. Aber vor kurzem hat man dann etwas festgestellt und das ist sehr überraschend. They have found that it doesn't really matter what you're snacking on, even if it's healthy snacks. Man hat herausgefunden, dass es ganz völlig unabhängig ist, was man zwischendurch isst, selbst wenn man gesunde Sachen zwischendurch isst. There is a flow in the teeth. There's a flow from inside the tooth through the dentin to the outside, and that actually is what keeps you from getting cavities. There's an inward to outward flow of fluid. Man hat festgestellt, dass dort ein Fluss stattfindet von innerhalb des Zahns nach außen, also durch das Dentin hindurch. Und dieser Fluss, dieser Flüssigkeitsfluss, der dort stattfindet, hat etwas zu tun mit dem Schutz vor Karies. And they used to think that fluid was stopped by sugary substances, but now they've found that it's any food. As long as you are eating it between meals, it shuts down that flow. Und bis vor kurzem hatte man gedacht, dass es vor allen Dingen die zuckerhaltigen Nahrungsmittel sind, die diesen Fluss, der dort stattfindet, zum Stoppen bringen und dass dadurch eben Karies entstehen kann. Aber inzwischen hat man herausgefunden, dass jedes Nahrungsmittel, auch gesunde Nahrungsmittel, diesen Fluss innerhalb des Zahnes zum Stoppen bringen, wenn man zwischen den Mahlzeiten isst und deswegen die negativen Auswirkungen dort sind. So they have found that once you have waited about 3 or 4 hours, the flow starts up again.
Und man hat dann herausgefunden, wenn man 3 bis 4 Stunden gewartet hat, dass dann dieser Fluss wieder in Gang kommt. So they recommend that you don't snack between meals now. Die Empfehlung lautet also, gar keine Zwischenmahlzeiten. There's other literature on children about delayed gratification. Delayed what? Delayed gratification. Satisfaction from the meal or what? Having the ability to not get what you want now. Ah, That's okay. what that means. I get it. Ja. Also man hat andere Studien gemacht im Zusammenhang damit, dass Kinder nicht immer sofort befriedigt werden müssen. Das, was sie haben wollen, nicht immer sofort bekommen müssen. Eating at regular times develops self-control. Wenn man ganz bestimmte regelmäßige Mahlzeiten hat zu einer bestimmten Zeit, dann fördert das die Selbstkontrolle des They Kindes. did a study with marshmallows. Man hat eine Studie durchgeführt mit Marshmallows. And these were little children, like maybe 1, 2 years old, very young. Und zwar mit sehr jungen Kindern, vielleicht 1, 2 Jahre alt. And they put a marshmallow on a plate and they put it in front of the child. Und man hat ein Marshmallow auf einen kleinen Teller gelegt und direkt vor das Kind gestellt. And they said, you can eat the marshmallow now if you want. Und sie haben dem Kind gesagt, du kannst den Marshmallow jetzt essen, wenn du es möchtest. But if you wait until I come back, I'll give you 2. I give you what? 2. Aber wenn du wartest, bis ich zurückkomme, dann kriegst du 2 Marshmallows. And they measured the amount of time the child could resist eating the marshmallow. Und sie haben dann die Zeit gemessen, wie lange ein Kind in der Lage war, wirklich zu widerstehen, nicht diesen Marshmallow zu essen. And they found that that length of time was directly correlated to success on all levels of their life in Und the sie future. haben festgestellt, dass die Dauer dieser Zeit, wie lange ein Kind in der Lage war zu widerstehen, direkt korreliert war mit ihrem Erfolg im Leben, in jeder Hinsicht. And we're not just talking about diet. Und da sprechen wir nicht nur über Ernährung, sondern Erfolg in anderen Bereichen. They showed success in their marriages, Sie haben Erfolg gehabt in ihren Ehen, in schooling, in der Schule, economic, wirtschaftlich and even like avoiding going to jail. und selbst wenn es darum geht, dass sie keine Dinge tun, die sie ins Gefängnis bringen können. We don't want to encourage our children to just, okay, whenever you want something, you just go get it. Wir wollen ja nicht unsere Kinder dahin führen, dass egal was du willst, wenn du irgendwas willst, du kriegst es sofort. And in fact, we look at point number 9. Und wenn wir uns hier den Punkt Nummer 9 anschauen, There were people yesterday that said, you didn't go through all the points in detail. gestern waren dort Personen, die gesagt haben, sie haben nicht alle Punkte dort im Detail beschrieben. And they have found not just a benefit like to your nutritional status, but to your actual longevity for regular habits. Und man hat festgestellt, dass wenn man regelmäßige Gewohnheiten hat, das nicht nur das positive Auswirkungen hat auf unseren Ernährungszustand, sondern dass das Auswirkungen hat auf unsere Langlebigkeit insgesamt. Regular times of eating, Regelmäßige Zeit fürs Essen, sleeping, Schlafen, physical activity. körperliche Aktivität. Those are the 3 main categories that if you have a schedule, you are not only going to enjoy greater health, but longer life. Das sind also die 3 Punkte, wo es wichtig ist, wenn wir dort einen regelmäßigen Rhythmus haben, einen Tagesablauf, dass wir da nicht nur, not only what? Not only better health, but Dass wir longer nicht nur life. eine bessere Gesundheit haben, sondern dass wir ein längeres Leben leben. So in our day and age, we're just fast food, we just grab something along the way, right? Und in diesem hektischen Zeitalter, in dem wir leben, da sind wir immer auf Trab und wir greifen uns einfach irgendwas auf dem Weg zum Essen. Oh, I got a few minutes on the plane, let me try to take a nap. Ich habe noch ein paar Minuten hier auf dem Flugzeug, lass mich mal eben ein kleines Nickerchen machen. Oh, that's very unhealthy. Das ist ziemlich ungesund. Because your body has a number of biorhythms, not just your circadian rhythm, not just your sleep-wake cycle. Es gibt in unserem Körper verschiedene Biorhythmen und das ist nicht nur der Zirkadianrhythmus, also der Wach-Schlafrhythmus, sondern andere Rhythmen, die unseren Körper bestimmen. Your body thrives on regularity. Und unserem Körper geht es gut, er gedeiht, er blüht auf, wenn wir regelmäßig Dinge tun. If you're eating on a regular schedule, when that time comes around, you'll find that even your mouth starts to water, and your Wenn wir tummy also- starts to move, it's getting ready to eat. Wenn wir also wirklich ganz regelmäßige Mahlzeiten haben, dann merken wir, wenn wir kurz davor sind, dass jetzt die nächste Mahlzeit dran ist, dass unser Körper reagiert, dass unser Mund, dass der Speichel anfängt zu fließen und dass der Magen sich anfängt zu bewegen. Der Körper weiß, jetzt kommt was, er ist bereit dafür. So your body thrives on regularity. Das heißt, unserem Körper geht es wirklich gut, wenn wir die Dinge regelmäßig tun. Not just when you're older, but when you're younger too.
Und natürlich nicht nur, wenn wir älter werden, sondern auch, wenn wir jünger sind. In fact, I would say the habits you establish before the age of 6 will stick with you forever. Ich würde sogar sagen, dass die Gewohnheiten, die man sich erworben hat, bevor man 6 Jahre alt wird, die bleiben einem fürs ganze Leben erhalten. Noch ein Aspekt der Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Hülsenfrüchte wurden erwähnt. Wir wissen, Hülsenfrüchte sind eine gute Quelle für Proteine, Aminosäuren. Und wie sieht es da bei Kindern aus, weil sie auch blähen? You mentioned Legumes. Beans. Legumes, beans and peas and lentils and so on. Now, would you recommend them like they're inside products, or because they also bloat, metabolism Gas and so and on, gas, is that a problem for little children? There are certain carbohydrates in legumes Es that gibt in are Hülsen- often undigested, and the bacteria eat the carbohydrates and produce the gas. Es gibt bestimmte Kohlenhydrate in den Hülsenfrüchten, die unverdaut bleiben und die Bakterien, die dann diese what do the bacteria do? They break down the carbohydrates and they produce methane, they Ja, produce the okay. Und es gas. gibt bestimmte Bakterien, die dann diese Kohlenhydrate verdauen und dadurch entstehen Gase, die diese Bakterien produzieren und das führt dann dazu, dass der Bauch gebläht ist bei den Hülsenfrüchten. But there's a lot of ways to avoid that. Aber es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man das vermeiden kann. You can soak the beans Man before you kann cook them. also die Bohnen zum Beispiel einweichen, bevor man sie kocht. And how many of you know about sprouting beans? Und wie viele von Ihnen haben schon von Keimen gehört, dass man Wow. also Bohnen keimen kann, dass man That's Sprossen amazing. macht. I think this is the largest number I've seen know about sprouting. Also das ist wirklich ganz erstaunlich. Ich glaube, das war in meinem Publikum bis jetzt die größte Anzahl von Personen, die sich mit Sprossen auskennen. So that actually is an easy way to cut down on the gas and the indigestibility of beans or seeds. Also wenn man jetzt die Hülsenfrüchte keimt, ist es eine der besten Möglichkeiten, wie man diese Bildung von Gas, von Blähung vermeiden kann. And kids love it. Und Kinder essen sehr gerne Sprossen. They're like, oh, it's growing, a little sprout. Und sie gucken das an und sagen, guck mal, da kommt so ein kleiner Keim raus, da wächst was. Yeah, if they have their own little name on the cup with the sprouts on it, Und wenn sie da auf diesem Glas, wo die Sprossen wachsen, da so ihren eigenen Namen drauf haben, they'll look forward to eating their sprouts. dann freuen sie sich darauf, dass sie endlich so weit sind, dass sie die Keime dort essen können. Wunderbar, vielen Dank an euch beide. Ich darf euch noch mal kurz bitten, Platz zu nehmen. Okay, we sit down again. That was absolutely beautiful. Das war wirklich sehr, sehr schön. And I think that that's an appropriate introduction to our topic tonight. Ich denke, dass das eine angemessene Einführung zu unserem Thema war. Before we examine cancer and the immune system, Bevor wir das Thema Krebs und das Immunsystem betrachten, I'm going to finish our last two details from the longevity lecture. möchte ich noch auf die 2 letzten Details von dieser Liste aus unserem Thema, aus unserem gestrigen Abend über Langlebigkeit For those eingehen. of you who missed the lecture last night, we will have a video summary of the lecture tomorrow night on longevity. It was supposed to be tonight, but it's going to be tomorrow night. Für diejenigen, die den Vortrag gestern verpasst haben, wir werden eine kurze Zusammenfassung über das Thema gestern Abend haben, auf einem kurzen Video. Eigentlich sollte das heute Abend gespielt werden, aber wir werden es morgen Abend vortragen, diese Zusammenfassung. These are 11 factors taken from the medical literature that U.S. News and World Reports published in 2012. Wir haben hier eine Veröffentlichung von US News and World Report, der im Jahre 2011 oder 12? 2012. Im Jahre 2012 veröffentlicht wurde. Und zwar ist es eine Zusammenfassung von verschiedenen Studien von der Literatur, der medizinischen Literatur, was hier gut ist für Langlebigkeit, welche Faktoren berücksichtigt werden sollten. We talked about these already, and the 10th one is to have regular social contact. Wir haben über den Punkt 9 vorhin schon gesprochen in unserem Frageteil. Und der 10. Punkt ist, dass es wichtig ist, dass wir soziale Kontakte pflegen. Does anyone remember the moai from Okinawa? Erinnern Sie sich an dieses Moai aus Okinawa? What is that? Was bedeutet das Wort? It's a social network, right? Das war dieses soziale Netzwerk, dieser Geselligkeitsverein. And we're not talking about Facebook. Und es geht nicht um Facebook, This has to be in-person contact for you to get the benefit. sondern der Vorteil, den man aus so einem sozialen Kontakt hat, der muss Gesicht zu Gesicht sein, also wirklich mit einem realen Gegenüber. You have to have regular, direct contact at least 2 or 3 times a week.
Das heißt, man muss mindestens 2 bis 3 Mal die Woche einen direkten sozialen Kontakt haben, auf regelmäßiger Basis. And there's a lot of benefit to this social contact. Und es gibt eine ganze Menge Vorteile, die aus diesen sozialen Kontakten entstehen. And some people kind of laugh at me because there's always people in my house. Und manche Leute lachen schon über mich, weil da in meiner Wohnung, in meinem Haus es immer Leute gibt, die irgendwie da sind. There's always someone in the guest room. Like every month there's someone in the guest room. Also das Gästezimmer ist ständig belegt, mindestens einmal im Monat. But I love friends. I love to have people over. Aber ich liebe es, Freunde zu haben. Ich liebe es, wenn Menschen um mich herum sind. In fact, we had the GYC convention in Seattle last year, if you remember. Im letzten Jahr, vielleicht, wenn Sie sich erinnern, hatten wir einen Kongress, GYC, in Seattle, da wo ich wohne. I had 32 people staying overnight in my house during the convention. Und während dieses Kongresses haben in meinem Haus 32 Leute übernachtet. And I want you to know that about 5 of them were from Germany. Und ich möchte, dass Sie wissen, 5 von ihnen kamen aus Deutschland. And they were from other countries too. Und natürlich auch aus anderen I Ländern. think we had an Austrian delegation and other people from different Und countries. ich glaube, wir hatten auch eine Delegation aus Österreich und so einige andere Länder. I thought it was a great time. Und ich habe diese Zeit wirklich sehr genossen. You never knew who was going to show up on the floor from night to night. Weil es war immer eine Überraschung, wer da von Nacht zu Nacht da auf meinem Fußboden geschlafen hat. But this topic right here is contact on a regular, ongoing basis. Aber das, was hier unter Punkt 10 gemeint ist, das ist also ein sozialer Kontakt, der auf regelmäßiger Basis über einen längeren Zeitraum stattfindet. In fact, there's been recent studies about maintaining contact with your siblings. Es gibt sogar Studien, die in letzter Zeit herausgekommen sind, die sich mit den Kontakten, die man zu seinen Geschwistern hat, befassen. Anyone have sisters? Gibt es irgendjemanden hier, der Geschwister hat, Schwestern hat? Just sisters. Sisters. Schwestern. There is recent literature that shows that if you maintain regular contact with your sister, you have a lower lifetime incidence of depression. Man hat also festgestellt in einer kürzlichen Studie, dass wenn man regelmäßigen Kontakt hat mit seiner Schwester, dass diejenigen eine niedrige Krankheitsrate von Depressionen haben, diese So Personen. be nice to your sister. Das heißt, seien Sie nett zu Ihrer Schwester. She'll keep you living longer. Das heißt, sie sorgt dafür, dass Sie ein längeres Leben haben. Now, I don't know why the study didn't work out for brothers. Sorry. Ich habe keine Ahnung, warum diese Studie also bei Brüdern nicht funktioniert hat. Tut mir leid. I don't know, maybe sisters are better listeners or something like that. Vielleicht hat es irgendwie damit zu tun, dass Schwestern bessere Zuhörer sind oder irgendetwas in die Richtung. But there's a big benefit for keeping in contact with your family. Aber es gibt jedenfalls wirkliche Vorteile, wenn man Kontakt zu seiner Familie hält. The last one was based on the longest prospective study ever published. Die letzte Erkenntnis hier unter Punkt 11 basierte auf der längsten Prospektivstudie, die jemals gemacht wurde. They followed children for several decades. Man hat also Kinder beobachtet über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, to see what character trait was associated with longevity. um zu sehen, welche Charaktereigenschaften assoziiert waren mit Langlebigkeit. And I was surprised to find out that it was conscientiousness. Und ich war sehr überrascht darüber, dass es was mit Gewissenhaftigkeit, mit Pflichtbewusstsein zu tun hat. Now, the book tried to say that the children were conscientious to keep their doctor's appointments, but I'm not going to give myself that much credit. Und das Buch hat dann gesagt, dass I didn't get that quite. I'm not going to give myself that much. What you said before that. The book tried to say that the children were conscientious in respect to keeping their doctor's appointments. Also das Buch hat gesagt, dass es nur der Zusammenhang nur der war, dass die Kinder eben gewissenhaft und pflichtbewusst waren, die Termine, die sie beim Arzt hatten, regelmäßig einzuhalten. But I believe it's much more than that. Aber ich glaube, dass es weit darüber hinausgeht. Und ich sage das nicht nur, weil ich jetzt Arzt bin. If you're conscientious, that means you follow through. Wenn man gewissenhaft ist, wenn man pflichtbewusst ist, das bedeutet, dass man am Ball bleibt. You do what you say. Man tut auch das, was man sagt. You don't cut corners. Man versucht nicht irgendwelche Abkürzungen zu nehmen. You're thorough. Man ist gründlich. You complete what you start. Das, was man angefangen hat, das macht man auch fertig. And that not only was helpful for their success in life, but it made them live longer. Und das hat eben nicht nur dazu beigetragen, dass sie im Leben einfach erfolgreicher waren, sondern es hat ihre Lebensdauer verlängert. So now we're going to go to perhaps the most frightening disease. Wir wollen uns jetzt einem anderen Thema zuwenden, nämlich der Krankheit, die wahrscheinlich für die meisten Menschen so die bedrohlichste ist. Yes, it does shorten life, Ja, diese Krankheit verkürzt das Leben, but
But people are much more afraid of the suffering associated with cancer. Aber wovor die Menschen eigentlich viel mehr Angst haben, ist das Leiden, was mit Krebs verbunden ist. In fact, we as physicians avoid saying the word. Tatsächlich ist es so, dass wir als Ärzte versuchen, dieses Wort überhaupt nicht zu nennen. We'll say something like, you have a growth. Wir sagen so etwas wie, da ist ein Gewächs. Or a mass. Oder eine Zellmasse. Or the CT showed an abnormality. Oder das Computertomogramm hat da eine Abnormalität gezeigt. We try to avoid saying cancer. Das heißt, wir versuchen, dieses Wort zu vermeiden. Because we know how it affects you as patients. Denn wir wissen ganz genau, welche Auswirkungen das auf einen Patienten hat. Here's how the conversation goes. Normalerweise läuft eine Unterhaltung dann so ab. Well, Mr. Johnson, we reviewed the biopsy report and it looks like you have cancer. Mr. Johnson, wir haben uns den Bericht über Ihre Biopsie angeschaut und es sieht so aus, als wenn Sie Krebs haben. And then the rest of the conversation, this is what you hear. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Und der Rest der Unterhaltung hört der Patient nur noch wah, 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 wah. Because you won't hear anything else I say after that. Der Patient hört hinterher nichts mehr von dem, was ich tatsächlich sage. Like I'll explain everything for 5 minutes and they'll say, so am I going to die? Und ich erkläre dann 5 Minuten lang alles im Detail und der Patient sagt nur, ich muss also sterben. So what do I have again? Was habe ich nochmal? I've had people give those kind of responses. Und genau diese Reaktionen habe ich von Patienten bekommen. Because they think about chemotherapy and radiation and losing all their hair and vomiting, right? Und alles, was in ihrem Kopf ist, ist, dass sie Chemotherapie kriegen, dass ihre Haare ausgehen, dass sie sich übergeben müssen. Alles, was mit Krebsbehandlung im Zusammenhang steht. But hopefully after this lecture, you will not only understand better what cancer is, Aber ich hoffe, dass Sie am Ende dieses Vortrags nicht nur besser verstanden haben, was Krebs eigentlich wirklich ist, but have a lot less fear. sondern auch sehr viel weniger Angst haben. So let's talk about cancer. Exactly what is cancer? Wir wollen über das Thema sprechen, Krebs. Was genau ist jetzt Krebs? What is it? Was ist es What can eigentlich? detect cancer? Wie können wir Krebs feststellen, diagnostizieren, entdecken? So most people think about a growth, right? Die meisten Menschen denken über etwas nach, stellen sich vor, dass etwas gewachsen ist. Or most people think about a lump or something. Oder vielleicht ein Knoten oder etwas in die Richtung. But there are usually signs and symptoms that you have as the patient before we see it on a CAT scan or an X-ray or an MRI or something like Aber that. tatsächlich, bevor man den Krebs jetzt tatsächlich auf einem PET-Scan oder einem MRI oder so sieht, haben die Patienten ganz bestimmte Symptome, ohne dass man schon was auf dem Bild sehen kann. So what kind of things might you notice? Was für Dinge könnte man bemerken als Patient, bevor so ein Krebs feststellbar ist? Yeah, so maybe weight loss. Vielleicht Gewichtsverlust? That was a very common symptom of cancer, but it was non-specific. There were other things that related to weight loss too. Also man hat ganz bestimmte That did not make the top 7. I'm going to give you the top 7 signs and symptoms of cancer. Worüber wir jetzt sprechen, sind die 7 wichtigsten Kennzeichen, woran ich erkennen kann, dass da eventuell ein Krebs sein könnte, Hinweise darauf. Und Gewichtsverlust ist natürlich ein relativ allgemeines Symptom, was natürlich auch auf Krebs hinweisen kann, aber es war nicht eins der 7 Dinge, die ganz oben auf der Liste standen. So, any other guesses? Andere Vorschläge? Exhaustion. Exhaustion also Erschöpfung. was part of it, but it was also part of other things too, so it wasn't specific. Also Erschöpfung ist schon Teil einer Krebskrankheit, aber es kann natürlich auch ein Hinweis sein auf viele, viele andere Dinge. Deswegen ist es nicht spezifisch, nicht wirklich typisch als Erkennungsmerkmal für Krebs. Yes, go ahead. Thyreosis. Too much. Oh, too much thyroid. Well, that can be from thyroid cancer, but thyroid cancer is a very rare cancer. That wasn't like the most common sort of one. Also Hyperthyreose, also eine Überfunktion der Schilddrüse, ist natürlich spezifisch, wenn man Schilddrüsenkrebs, eins der Möglichkeiten
eins der Ursachen des Schilddrüsenkrebs, aber es ist eben nicht spezifisch, Entschuldigung, es ist sehr spezifisch, es ist nicht ein allgemeiner Hinweis auf andere Krebsarten. Sure. Sweating overnight? Yes, that was another one, Nachtschweiß. but that was also common in certain infectious diseases. Also das ist auch durchaus ein Hinweis, aber es ist auch Well, I'll typisch für put viele it andere this Sachen, way. zum Beispiel bei If your Infektionskrankheiten. friend would have said something to you, you'd say, "Whoa, you got to check that out because you got cancer." What might you say? What might make you say that? Angenommen, stellen wir uns die Situation vor, dass Ihr Freund zu Ihnen kommt und sagt, ich habe das und das Symptom und Sie sagen sofort, wow, das solltest du untersuchen lassen, das könnte ein Hinweis auf Krebs sein. Was wären das für Dinge zum Beispiel? Yes, absolutely. I didn't get it. Yes. Oh, Husten, absolut I have a richtig. lot of patients come to me, and while I'm doing the interview, they start coughing. And I said, so what's going on with that cough? Ich habe eine ganze Menge Patienten zu mir, die kommen und während ich mit ihnen die Anamnese And they mache, say, oh, fangen no, sie no. an zu husten und ich frage sie dann, was ist mit diesem Husten los? Warum husten sie? Sie sagen, ach, ist nichts. It's nothing. It's just I have a cold. Ich habe einfach nur eine Erkältung. I said, how long have you had it? Und dann frage ich, wie lange haben Sie die Erkältung? 6 months. Seit 6 Monaten. You don't have a cold for 6 months. Man hat keine Erkältung 6 Monate So lang. you're exactly right, Gerhard. Das heißt, Gerhard, du hast genau recht. It's a nagging or persistent cough or hoarseness. Ein Husten, der sehr lange anhält, der einen über lange Zeit quält oder auch eine lange Heiserkeit. Cough is not a serious symptom, but if it's persistent, it can be an indicator of something bad. Das heißt, Husten ist nicht wirklich ein ernstes Signal, aber wenn es ein lange andauernder Husten ist, dann kann es ein Alarmsignal sein. Well, maybe it's seasonal allergies, right? Kann ja vielleicht auch einfach nur eine Pollenallergie sein. But for 6 months? Aber 6 Monate lang? Unless you have just one season during the year, Das heißt, then wenn probably man not. irgendwo lebt, wo man nur eine einzige Jahreszeit hat, dann könnte das natürlich sein. Any others? Andere Vorschläge. Yes. Yes, you can have pain, but again, pain was non-specific. It was part of a lot of other things. Schmerz wurde hier vorgeschlagen, aber auch in diesem Fall ist es wieder, dass Schmerz kein spezifisches Symptom ist. Es war nicht auf der Liste der typischen Merkmale. Yes. Go ahead. Bitte? Bleeding from your Yes, Stuhl. Also Blut very im good. Stuhl. Sehr gut. Very, very good. A lot of people, they say, oh, you know, I've had some blood in my stool, but I'm sure that's the hemorrhoids. Es gibt eine ganze Menge Patienten, die sagen, ich habe Blut im Stuhl gehabt, aber ich bin mir sicher, das kam nur von den Hämorrhoiden. So if you have a bloody discharge or bloody stool and you don't know exactly what it's from, then you should explore that. Wenn Sie also einen blutigen Ausfluss haben oder Blut im Stuhl und Sie wissen nicht ganz genau, was die Ursache ist, dann sollten Sie das auf jeden Fall untersuchen lassen. I've seen a lot of people where they tell me about that, but there's no hemorrhoid. Ich habe eine ganze Menge Patienten getroffen, die gesagt haben, sie haben Blutung, aber die hatten gar keine Hämorrhoiden. I had one patient where she came in for another reason, and she was 65, and she was just laughing because I always ask about other areas, and she laughed. She's like, "Oh, I feel so good. My period came back last month." Ich kann mich erinnern an eine Patientin, sie war 65 Jahre alt, sie kam eigentlich aus einem ganz anderen Grund und sie hat dann mir lachend erzählt und hat gesagt, ich fühle mich super, ich bin so jung, meine Periode ist sogar wiedergekommen. But it wasn't funny. Das war gar nicht lustig. Because after menopause, Denn nachdem man die Menopause hat, also die Wechseljahre, that kind of bleeding is uterine cancer until you prove that it's something else. dann ist eine Blutung aus der Gebärmutter ein Gebärmutterkrebs, solange man nicht das Gegenteil bewiesen hat. Any abnormal bleeding or discharge should be explored. Jede unnormale Blutung oder unnormale Ausfluss sollte wirklich untersucht werden. Very good. Any other Sehr gut. guesses? Irgendwelche anderen Vorschläge? A lump. Yes, absolutely. Knoten, A lump auf jeden Fall. or a thickening. Das heißt, wo irgendeine Verdickung ist, ein Knoten. And many times you'll pick that up on self-exams. Und sehr häufig stellt man das fest durch eine Selbstuntersuchung. And it may not be you, it may be your spouse, like your husband or your wife that picks it up. Und vielleicht macht man das gar nicht selbst, dass man entdeckt hat, da ist irgendwas, sondern der Ehepartner hat entdeckt, da ist irgendwas, was vorher nicht We da war. recommend that women do regular monthly breast exams, right? Und die Empfehlung lautet natürlich, dass Frauen sich regelmäßig, also einmal pro Monat, selbst untersuchen, die Brust untersuchen auf Knoten. And men do regular testicular exams. Und And dass die sometimes Männer you'll genau pick up a lump. das Gleiche machen sollen im Hodenbereich. Und nicht selten ist es dann, dass man tatsächlich dort einen Knoten entdeckt. Any others?
Andere Vorschläge? Go ahead. Viel Zucker essen, wurde hier vorgeschlagen. Well, yeah, that certainly can be a symptom of other things too. It can be a symptom of depression, actually. Das kann natürlich ein Symptom sein, auch von allen möglichen anderen Dingen. Das kann ein Symptom sein von einer Depression. Some people compensate with, have you heard of SAD, Seasonal Affective Disorder? Es gibt das sogenannte SAD-Syndrom, das ist also die saisonal bedingte Depression, die nur so im Winter auftritt, und viele Leute kompensieren ihre Depressionen dadurch, dass sie viel Zucker essen. But I'm going to just go through a few of them here. We have painful swallowing, difficulty swallowing can be a sign of cancer. Und ich möchte jetzt einfach diese Punkte mal durchgehen. Zuallererst haben wir hier Schwierigkeiten beim Schlucken, Schluckbeschwerden allgemein oder auch Schmerzen beim Schlucken. We have a Gerhardt's symptom right here. Und dann haben wir hier das Symptom, was Gerhard genannt hat, Husten oder Heiserkeit. We have the lump and the thickening. Hier haben wir den Knoten, die Verdickung. We talked about a change in bowel or bladder habits, but that's more like constipation or diarrhea. And a lot of people will say, well, I've been constipated all my life and suddenly I have diarrhea. Hier geht es um eine Veränderung beim Stuhlgang oder beim Wasserlassen, und zwar geht es hier hauptsächlich darum, ob man verstopft ist oder ob man Durchfall hat. Zum Beispiel sagen Leute, ich bin mein ganzes Leben lang verstopft gewesen und plötzlich habe ich Durchfall. And we talked about the bleeding or abnormal discharge. Wir haben bereits über Blutung gesprochen oder unnormalen Ausfluss. And then finally we have the sore that doesn't heal. Und als letztes haben wir eine nicht heilen wollende Wunde. And probably the most common one that many of you have heard is a change in a wart or a mole. Und das, was wahrscheinlich sehr viele von Ihnen bereits gehört haben, ist eine Veränderung in einer Warze oder einem Muttermal. I remember I had a general surgeon friend of mine. He's like, you better get that mole checked out. Und ich habe hier einen Leberfleck ein Muttermal auf meiner Hand, und da war ein Allgemeinchirurg, der das gesehen hat und der sofort gesagt hat, also du solltest dein Muttermal da untersuchen lassen. Because it's an uncommon place for a mole. Denn das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Platz für ein Muttermal. But what he didn't know is I had a bicycle accident and I got some gravel in there and it started to hyperpigment, so it's actually from an accident. Aber was er nicht wusste, ist, dass ich einen Fahrradunfall gehabt hat und dass ich hier eine Pigmentierung hatte davon, dass sich da vom Straßenasphalt etwas zurückgeblieben ist, also ein kleiner Kieselstein, und das ist einfach eine Pigmentierung von dem Unfall. Does anyone know what the most common cancer is? Weiß irgendjemand von Ihnen, was der häufigste Krebs ist? What do you think? Was meinen Sie? Smokers. Well, yes, that's the deadliest cancer. Lung cancer is deadly, but that's not the most stimmt. common Also der Lungenkrebs cancer. Krebs ist der tödlichste, aber es ist nicht der häufigste. This is kind of a trick question. Das ist natürlich eine Trickfrage. So ein It's bisschen. actually skin cancer. Tatsächlich ist es Hautkrebs. And a lot of people don't think about it because most skin cancer is not life-threatening. Und die meisten Menschen denken nicht daran, denn die meisten Fälle bei Hautkrebs sind nicht lebensbedrohlich. Except one type of skin Nur cancer. eine ganz bestimmte Art von Hautkrebs. What type of skin cancer is deadly? Welcher Hautkrebs ist das? The black melanoma. Melanoma, that's right. Ja, das So Melanom. Also. I'm going to teach you some basic concepts of dermatology tonight. Und ich möchte Ihnen heute Abend einige grundsätzliche Dinge über Dermatologie, also In Hautmedizin English, beibringen. it's A, B, C, D. I made it ABC in German. Oh, good, fantastic. A is asymmetry. Also wir haben hier die sogenannte ABCD-Regel. B is border. A steht für Asymmetrie, So B für Begrenzung, what also den that äußeren Rand. means is normally you are designed to be symmetrical, meaning the same on one side as the other. Also normalerweise sind wir so entworfen worden, dass wir symmetrisch sind. Also auf einer Seite ist genau das gleiche wie auf der anderen. If it's different on one side than the other, then that's abnormal. Also wenn auf der einen Seite unsere eine Hälfte anders ist als die andere Seite, das ist nicht normal. Most borders of benign lesions are smooth. Wenn wir eine gutartige Geschichte haben, dann ist es meistens so, dass die Begrenzung, der äußere Rand glatt und gerade ist. Jagged or irregular edges are more worrisome. Wenn wir also unregelmäßige äußere Begrenzung haben, gezackt, dann ist das ein Hinweis darauf, dass dann etwas nicht in Ordnung sein könnte. Also, benign lesions should be pretty much one color. Und C habe ich hier Couleur genannt, also Farbe. Gutartige Hauterscheinungen sollten
nur eine Farbe haben. Cancers can be more than one color. Bei Krebs ist es so, dass sie mehr als eine Farbe haben können. And finally, if you can imagine a pencil, like the diameter of an eraser head is 6 millimeters. If it's larger than 6 millimeters, that's more concerning. Und dann geht es auch um den Durchmesser so eines Hautmals. Man stellt sich mal vor, so ein Bleistift und der oben so ein Radiergummi hat. Der Durchmesser von diesem Radiergummi ist ungefähr 6 mm. Und das ist so das Maß, wie eine Warze oder ein Muttermal sein sollte. Wenn es größer ist als diese 6 mm, dann ist das verdächtig. So let's take a look at some samples here. Wir wollen uns hier mal einige Beispiele anschauen. This is a round, just smooth lesion, Wir haben normal hier symmetry. eine runde, glatt begrenztes Mal, eine normale Symmetrie. Same on one side as the other. Also die eine Seite ist genauso wie die andere. This is not symmetrical. Und dieses Mal hier ist nicht symmetrisch. See, this lesion has like a flat side over here. Diese Hauterscheinung ist auf einer Seite hier flach. And there's like this little mountain on the other Und dann side. haben wir hier auf der anderen Seite sowas wie einen kleinen Berg. That's melanoma. Und das hier ist ein Melanom. And this is also an example of a normal border. Und hier haben wir jetzt ein Beispiel für eine normale Begrenzung, It's äußeren nice and Rand. smooth border. Das heißt eine schöne, glatte Begrenzung. That's benign. Und das ist etwas Gutartiges That's hier. actually a strawberry hemangioma, but you don't need to know that. Das ist also ein Erdbeerhemangiom, aber das brauchen Sie nicht zu Unless wissen. you're a dermatologist, I guess. Außer Sie sind Dermatologe. So here's an example of an abnormal border. Hier haben wir jetzt ein Beispiel für eine nicht normale äußere Begrenzung. It's kind of a jagged border, almost looks like a blackberry. Also etwas gezackelt dort außen, sieht fast aus wie eine Brombeere. Blackberries are good, but not on you, instead in you. Brombeeren sind natürlich gesund, aber nicht obendrauf auf der Haut, sondern innen drin zum Essen. This is an example of normal color. It's all brown. This is just a wart. Hier haben wir ein Beispiel von einer ganz normalen Warze mit normaler Farbe. But this one has too many colors. There's like red and there's some black and maybe brown. Aber That's hier cancer. in dieser Hauterscheinung haben wir sehr viele Farben. Wir haben hier was Rötliches, wir haben Schwarz, wir haben Braun und dieses Mal hier ist Krebs. We talked about normal diameter, less than 6 millimeters. Hier haben wir wieder was Gutartiges, normaler Durchmesser 6 mm. And I don't know if you can appreciate this, but this is someone's mouth down here and that's their cheek. Und damit man das hier einschätzen kann, also hier unten, das ist der Mund von jemandem und das ist das Mal, was hier, diese Hauterscheinung ist auf der Wange. So let's talk about detecting cancer now. Und jetzt sprechen wir mal darüber, wie können wir dann Krebs diagnostizieren? How do we find cancer? Wie entdecken wir Krebs? Like, I'll give you an example. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. How many people know what cholesterol is? Wie viele von Ihnen wissen, was Cholesterin ist? Well, everybody knows. How Jeder about weiß es. saturated fat? Wie steht es mit gesättigtem Fett? How about HDL? Wie steht es mit HDL, LDL? LDL? Okay, most people know what that is. Das heißt, die meisten wissen, people was das ist. Wie viele know von what a Ihnen- CA125 antigen is? Wie viele von Ihnen wissen, was ein CA1 125 antigen. 125 Energen ist? Yeah, see, so that's an example Sehen Sie, of das ist ein- education in certain diseases. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir in bestimmten Krankheitsbereichen Informationen erhalten haben. Anyone know what the #1 killer in Germany as well as the United States is? Wissen Sie, was der Killer Nummer 1 sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten ist? Stroke, someone said? It's heart disease. Yeah. That's kind of a Herz-Kreislauf-Erkrankung. trick question. I'm talking about cancer and then I talk about heart disease. Das war natürlich eine Trickfrage. Wir reden ja eigentlich über Krebs und ich stelle Ihnen Fragen über Herzinfarkt. But I use it as an example because heart disease, since it's the #1 killer, has gotten a lot of exposure in the media and people have been educated about it. Ich benutze das hier nur als Beispiel, weil Herz-Kreislauf-Krankheiten sind der Killer Nummer 1 und deswegen hat es unheimlich viel Gespräch darüber gegeben. In den Medien, überall, in den Zeitungen wurde darüber informiert und wir als Bevölkerung sind relativ gut informiert über diesen Krankheitsbereich. Does anyone know how to go to the front of the line in the emergency room? Wissen Sie, wie Sie es schaffen, als Erster an der ganzen Warteschlange in der Notfallaufnahme behandelt zu werden? Gerhardt's actually doing a really good impression of it. Gerhard zeigte also sehr gut, was man So you machen complain muss. of chest pain, right? Also Schmerzen in der Brust.
What happens? You say, I think I have cancer. Aber was passiert, wenn Sie in die Notfallaufnahme gehen und sagen, ich glaube, ich habe Krebs? They're going to say, okay, we'll put you at the end of the line. Dann wird man Ihnen sagen, ja, stellen Sie sich da ganz hinten an der Warteschlange. Because there's been a lot of public education about heart disease. Denn wir sind in der Öffentlichkeit wirklich sehr gut informiert worden. Es gibt viele Veröffentlichungen über Whether you're a Herz-Kreislauf-Erkrankungen. professional or a lay person, we know a lot more about the risk factors for heart disease. Und zwar betrifft das nicht nur die allgemeine Bevölkerung, sondern wir auch als Berufsmediziner, wir wissen sehr viel mehr, also eine ganze Menge über Herz-Kreislauf-Krankheiten und die Risiken. In fact, how many people can name the 4 big risk factors for heart disease? Ich möchte mal fragen, wer von Ihnen kennt die 4 großen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Yeah. Wow, Ja? go ahead. Erzähl mal. You're fat. Fett. Well, that is one of them. It hasn't made it to the big 4, but it is a risk factor. Er ist natürlich auf jeden Fall ein Risikofaktor, aber er hat es noch nicht geschafft, so in die ersten 4 zu kommen. Yes, smoking is a big one. Ja? Rauchen Okay, ist number natürlich ein 1. ganz What wichtiger else? Risikofaktor. Was noch? That's actually the next one that's going to come on the big list, but it's not yet made it, but they're going to push it up to the big list. Also mangelnde körperliche Aktivität ist also kurz davor, es in die Top 4 zu schaffen, noch nicht So ganz da, aber es smoking. gehört fast schon dahin. What else? Also Rauchen, was noch? I heard Stress, Yeah. wurde It gesagt. hasn't made it yet, but it's Ist noch coming. nicht ganz da. It's related to something. It's a level. Hat was mit der Ernährung zu tun. Es ist ein ganz bestimmter Spiegel, den wir im Blut haben. Ein Blutwert. Yeah. Someone said cholesterol. Yes, high cholesterol. That's another Ja, one. genau. Ein hoher Cholesterinwert gehört mit zu den Top 4. But specifically, high total cholesterol or high LDL. Also worum es speziell geht, ist ein hoher Gesamtwert von Cholesterin oder ein hoher LDL-Wert. What else? Was noch? Alcohol. someone- Well, that's controversial actually. Also da gibt es Some etwas people say it actually unterschiedliche helps you. Some Meinungen. people it doesn't. I think personally it doesn't help you, but it's not made it to the big 4. Yes. Also es gibt bei Alkohol verschiedene Meinungen. Manche sagen, Alkohol ist vorteilhaft. Ich persönlich glaube, dass Alkohol überhaupt nicht vorteilhaft ist, aber es gehört eben nicht zu den 4 Top. Yes. High blood pressure. Bluthochdruck. And then the last one, Also der 3. und was ist der 4., der letzte? diabetes. I heard it. Diabetes. Yes, that's right. Genau. So you guys were able to name all of the big risk factors pretty quickly. Das heißt, sie waren in der Lage, die 4 Top-Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ziemlich schnell zu nennen. But the signs and symptoms of cancer, a little bit harder. Aber die Symptome und Anzeichen von Krebs, da war schon mehr Schwierigkeiten. But I'm going to make sure that you'll be more educated about cancer and you'll be less afraid. Aber ich möchte dafür sorgen, dass Sie also mehr Informationen über Krebs bekommen und dann auch weniger Angst haben. Sometimes on your labs, we will see things like anemia. Man sieht bei den Laboruntersuchungen manchmal so Sachen wie Anämie. Sometimes you will have a high white blood cell count or a low white blood cell count. Es kann auch sein, dass man bei Krebs eben eine sehr hohe Leukozytenzahl hat oder dass die weißen Blutkörperchen sehr niedrig sind. I'm convinced that sometimes God is intervening to make sure we pick it up while the person's there. Ich glaube, dass Gott manchmal direkt eingreift und uns Symptome vor die Nase hält, also er greift ein, damit die Person merkt, was los ist, solange sie noch am Leben One ist. time, one of my nurses came up to me laughing. Einmal kam eine meiner Krankenschwestern zu mir und hat gelacht. And she said, "Oh, I know you only wanted a urine test on this guy, but I accidentally ordered a urine pregnancy on the guy." Und sie sagte, ich weiß, du wolltest für diesen Mann eigentlich nur eine Urinuntersuchung haben, aber aus Versehen habe ich für diesen Mann, und sie lachte, einen Schwangerschaftstest für den Mann machen lassen. But isn't it funny? It's positive. Aber ist das nicht lustig? Der Schwangerschaftstest ist positiv. I didn't laugh Ich habe nicht gelacht, because he had a germ cell cancer. denn er hatte einen Krebs der Keimzellen. And the germ cell cancer was producing beta-HCG, the same hormone that comes from baby. Und dieser Keimzellenkrebs hat genau das gleiche Hormon produziert, was auch in der Schwangerschaft da So ist. sometimes we pick up cancer only because God is helping the person. Das heißt, manchmal ist es wirklich so, dass Gott eingreift und dass wir den Krebs nur entdeckt haben, weil Gott da irgendwie die Wege geleitet hat. Many times I'm looking for something else, Sehr häufig schaue ich nach etwas anderem aus. like maybe a urine infection.
Zum Beispiel ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Harnwegsinfekt. But I had one of our techs call me and said, listen, there's abnormal cells in this urine. Aber dann hat mich einer der Leute aus dem Labor angerufen und hat gesagt, also in diesem Urin sind abnormale Zellen. And sometimes when I'm in the emergency department, maybe looking for pneumonia, I find something else. Und wenn ich dann in der Notfallaufnahme bin und eigentlich nach einer Lungenentzündung ausschaue, dann finde ich plötzlich etwas ganz anderes. The most common thing that picks up cancer is imaging. Die häufigste Art, wie wir Krebs entdecken können, sind bildgebende Verfahren. Things like X-ray, CT, MRI, Zum PET Beispiel scan. Röntgen, Computertomographie oder MRI, also Magnetresonanz-Tomographie oder Positronenemissionstomographie. But the problem is that many of these scans don't detect cancer until it is billions of cells large. Aber das Problem ist, dass alle diese Verfahren den Krebs erst entdecken, wenn schon Milliarden Krebszellen dort sind. But there is a technology. Aber es gibt eine Technologie, In fact, it's a very old technology. tatsächlich ist es eine sehr alte Technologie, It can detect cancer at one cell. und diese Technologie kann Krebs entdecken, wenn nur eine einzige Zelle da In ist. fact, it can detect cancer and destroy it at one cell. Tatsächlich kann dieses System den Krebs entdecken und zerstören, wenn nur eine einzige Zelle da ist. Any guesses? Raten Sie? That's The right. Immunsystem, The immune genau, das system. That's Immunsystem. correct. It's the Sehr immune richtig. system. That's correct. Das So, ist richtig, das Immunsystem. before we talk about the immune system, we're going to talk exactly about what is cancer. Bevor wir aber über das Immunsystem sprechen, wollen wir einmal betrachten, was genau ist eigentlich Krebs. And we'll go through the most common cause of death we know is heart disease. Und wir wissen, die häufigste Todesursache sind Herz-Kreislauf-Krankheiten, But Herzinfarkt. there's a change. Even though the most common cause of death is heart disease is going down and cancer is going up. Aber obwohl Herzkrankheit immer noch an erster Stelle steht, gibt es eine Veränderung, eine Verlagerung. Herzkrankheit wird weniger und Krebs geht hoch. And I believe that it's because people are more educated now. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir einfach mehr wissen heute. And there's become a lot more emphasis on healthy diet and exercise, things like that. Und es wird viel mehr betont, dass wir also einen gesunden Lebensstil haben, eine gesunde Ernährung, körperliche Aktivität haben und so weiter. Think about a lot of restaurants even. Selbst wenn wir uns die Restaurants anschauen, How many restaurants have like a vegetarian option wie vielen Restaurants gibt es inzwischen auch vegetarische Angebote or a low-fat option? oder Gerichte, die fettarm sind? So many places are becoming much more health conscious. Das heißt, an vielen Orten sehen wir, dass man insgesamt gesundheitsbewusster wird. And I believe it's because we're aware of a lot of these risk factors. Und ich glaube, es ist einfach deswegen, weil uns diese Risikofaktoren einfach bewusster sind. Anyone know why margarine was invented? Weiß irgendjemand von Ihnen, warum Margarine erfunden wurde? Yes. They wanted to have an alternative for butter. Man Yeah. wollte eine Alternative für Butter haben. Exactly, because Genau. butter is pure saturated fat. Butter ist wirklich reines gesättigtes Fett. That's like the biggest risk factor for heart disease. Das ist wirklich der größte, kann man sagen, der größte Risikofaktor für But the Herz-Kreislauf-Krankheiten. problem with margarine is the way they make it. Aber das Problem mit Margarine ist das Herstellungsverfahren. Does anyone know how they make margarine? Weiß irgendjemand von Ihnen, wie Margarine hergestellt wird? They take a plant fat, Man nimmt ein Pflanzenfett and what do they do to it? und was macht man mit diesem Fett? Yes, they hydrogenate it. Das That's wird right. hydrogenisiert. They usually use a catalyst to bubble hydrogen through it. Das heißt, es wird ein Katalysator benutzt, um dort Wasserstoff? Nee. Hydrogen? Wasserstoff? Also da wird was reingepresst. And what happens when you hydrogenate a plant fat Und was passiert dann mit diesem Fett? is you change the structure of the fat Man verändert die Fettstruktur. and you make it solid at room temperature. Und dadurch wird dieses Fett aus dem flüssigen Zustand in den festen Zustand gebracht, sodass es also bei Zimmertemperatur fest ist. But that's not necessarily good for you. Aber das ist nicht unbedingt gut für uns. Have you ever heard of trans fats? Haben Sie jemals schon von Transfetten gehört? Trans fats can be produced by hydrogenation. Diese Transfette können durch die Hydrogenisierung produziert werden.
They are also produced by light, heat, and oxygen. Es gibt noch 3 andere Faktoren. Sie können durch Licht, Hitze und Sauerstoff, diese Oxygen, durch Sauerstoff entstehen. Just like any other chemical reaction. When you were in general chemistry, if you wanted the reaction to speed up, you'd put the Bunsen burner under it. Das ist genau wie jede andere chemische Reaktion. Wenn man also in der Chemie möchte, dass die Reaktion schneller vor sich geht, dann stellt man einen Bunsenbrenner drunter. You would oxidize those fats Das heißt, man oxidiert diese Fette. and produce trans fatty acids. Und durch diese Oxidierung werden Transfettsäuren produziert. The most abundant source of these deadly fats Und die größte Quelle für diese tödlichen Fette is the deep fat fryer. ist die Fritteuse. And that's in a fast food place. Das ist zum Beispiel da, wo man so Fastfood isst. They take the French fries out of the freezer and they dump them in a pan and they push a button and they go. Da werden also die Pommes aus der Tiefkühltruhe genommen und dann werden sie dort in das Fett geschmissen und dann wird ein Knopf I want to hear the sound effect in German. wird ein Knopf gedrückt und dann geht's los mit Brutzeln. So the problem is that they're supposed to change that oil every day. Das Problem ist, dass eigentlich die Vorschrift lautet, sie sollen dieses Öl dort jeden Tag auswechseln. Because all it is lots of heat, Denn alles, was da passiert, ist, dass da eine Menge Hitze lots of light, zugeführt wird, Licht and lots of oxygen. und sehr viel Sauerstoff. But I know friends who've worked at fast food restaurants and it's not changed every day. Aber ich habe Freunde, die dort bei diesen Fastfood-Restaurants arbeiten und deswegen weiß ich, das wird nicht jeden Tag ausgewechselt. They've told me sometimes more than a week. Und sie haben mir gesagt, dass dieses Fett manchmal mehr als eine Woche lang benutzt wird. Yes. Ja. That's definitely harmful for you. Und das ist mit Sicherheit schädlich für uns. And do you guys remember when the World Health Organization came out with cell phones and the dangers of cell phones? Do you Und können Sie sich remember daran that? erinnern, als die Weltgesundheitsbehörde etwas über Handystrahlen gesagt hat und wie schädlich die sind? But I want you to understand that you can look at the big list that they have of cancer-causing things. Aber ich möchte, dass Sie verstehen, wenn man sich jetzt diese lange Liste anschaut von krebserregenden Faktoren. There's like 1A, 1B, 2A, 2B, and it basically says, yes, for sure causes cancer, all the way down to, well, maybe causes cancer. Also es gibt da so Zahlen, die zugeordnet werden, 1a, 1b, 2a, 2b und das bedeutet so wie, ja, es ist ein Faktor, der mit Sicherheit Krebs erzeugt oder es ist etwas, was vielleicht oder höchstwahrscheinlich nicht. And cell phones are all the way down at the bottom. Und die Handys, die sind wirklich ganz, ganz unten an der Liste. But it's still there. Ja, sie sind auf der Liste, Do you know where fried foods are? aber wissen Sie, wo die gebratenen, frittierten Yes, Sachen sind? they're Ja, right at the top. da ganz oben an der, auf der Liste. So we've known for years that those cause cancer. Das heißt, wir wissen seit Jahren, dass diese Dinge Krebs erzeugen. But sometimes people are like munching down on the French fries, but oh no, I got on speakerphone. Und dann gibt es Leute, die essen ständig Pommes und frittierte Sachen, aber sie achten darauf, dass sie das Handy nicht am Kopf haben, sondern eine Freisprechanlage. I've even had my patients say, Doctor, I do smoke, Und ich habe sogar einen Patienten gehabt, der zu mir gesagt hat, Doktor, ich rauche, but I only smoke organic. ich rauche nur Bio-Zigaretten. And I roll my own. Und ich baue meinen Tabak selber an. Und ich rolle meine Zigaretten selbst. So. Sometimes we miss the forest for the trees. Und manchmal können wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. We miss the big risk factors while we focus in on the small things. Wir übersehen die echten großen Risikofaktoren und konzentrieren uns auf kleine Dinge, unwichtige Dinge. So, let's talk about the causes and cures for cancer. Wir wollen jetzt über die Ursachen und die Therapiemöglichkeiten, die Heilmöglichkeiten für Can Krebs anyone sprechen. name the top 3 cancers in terms of cause of death? Können Sie vielleicht die 3 wichtigsten Krebsarten nennen, wenn es um Todesursachen geht? I think you said the first one. Ich glaube, Sie haben den ersten schon genannt. Lung cancer. Lungencancer, Sure. Lungenkrebs, ja. Sure. And it's pretty simple. What's the big risk factor for lung cancer? Und es ist ziemlich einfach. Was ist der große Risikofaktor für Lungenkrebs?
Sure, smoking. We Ja, all know natürlich, that. Rauchen, wir wissen das alle. In fact, the risk is 7 times for the smoker versus the non-smoker. Tatsächlich ist das Risiko, Lungenkrebs zu bekommen, für einen Raucher 7-fach so groß wie für einen Nichtraucher. But did you know there was a law that was passed for bartenders and waitresses several decades ago? Aber wussten Sie, dass vor einigen Jahrzehnten ein Gesetz verabschiedet wurde für Barkeeper und für Serviererinnen? They noticed that these bartenders were getting lung cancer. Man hat nämlich festgestellt, dass die Barkeeper And alle Lungenkrebs bekamen. Waitresses were getting emphysema Und die Kellnerinnen bekamen Lungenemphysem and heart attacks, heart disease. und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte. And they're like, wait a minute, I don't smoke. Und sie sagen, Moment mal, ich rauche doch gar nicht. So why did they get it? Warum haben sie Krebs bekommen? That's right. Passivrauchen, ja. They were getting it from secondhand smoke. Sie haben Right? also den Krebs bekommen einfach nur durch Passivrauchen. Your decisions affect other people. Das heißt, ihre Entscheidungen haben Auswirkungen auch auf andere Menschen. And it's very interesting, but for every 350,000 deaths from primary lung cancer, you have 50,000 from secondary. Und das ist sehr interessant. Auf 350.000 Tote durch Lungenkrebs bei Rauchern kommen 50.000 Tote durch Passivrauchen. So imagine, if you will, 9/11. Versetzen Sie sich einmal zurück auf in den 11. September. Do any of you remember what you were doing when 9/11 occurred? Erinnert sich irgendjemand von Ihnen, was er gerade gemacht hat, als er darüber gehört hat, was am 11. September passiert ist? I remember. Ich kann mich daran erinnern. Maybe some of you were very young. Vielleicht waren einige von Ihnen noch sehr jung, Maybe some of you were a little older. einige von Ihnen schon älter. But that made the news around the world. Aber das war wirklich die Top News in der ganzen Welt. But did you know that the same number of people die every day from cigarettes? Aber wussten Sie, dass genauso viele Menschen wie an diesem Tag dort gestorben sind, jeden Tag weltweit als Folge von Rauchen Why doesn't sterben? it make the news? Warum steht das nicht in den Nachrichten? Because it's not glamorous to see some guy smoking out of his tracheostomy. Denn es ist wirklich nicht toll zu sehen, wie jemand durch seinen Tracheostoma hier raucht und eine Zigarette hier einsteckt. It's not glamorous to see someone on oxygen short of breath. Es ist nicht toll zu sehen, wie jemand Atemnot hat und mit Sauerstoff beatmet werden muss. But 3 million people die every year from the complications of cigarettes. Aber es sind 3 Millionen Menschen, die jedes Jahr an den Komplikationen des Zigarettenrauchens sterben. And does it cause any other cancers besides lung cancers? Und führt Rauchen auch zu anderen Krebsarten außer Lungenkrebs? Yes, the answer is Ja. what does it not cause? Die Antwort ist eher, was bewirkt es nicht? Welche Krebsarten These hängen are nicht mit all the Rauchen zusammen? cancers associated just with cigarettes. Das sind alles diese Krebsarten, die im Zusammenhang stehen mit Zigarettenrauchen. There's hundreds of cancer-causing chemicals in cigarettes. In den Zigaretten haben wir hunderte von krebserregenden Substanzen. Have you heard of this philosophy? Do whatever you want as long as you don't hurt other people. Haben Have you Sie schon heard mal of that? diese Philosophie gehört, dass man sagt, tu was du willst, solange es anderen nicht schadet? But I'm going to tell you right now, that is false. Aber ich möchte Ihnen jetzt sagen, das stimmt nicht. Because everything you do affects other people. Denn alles, was wir tun, hat auch Auswirkungen Whether auf it's andere. consciously or unconsciously. Sei es bewusst oder unbewusst. We are all connected as human beings. Wir sind als Menschen alle untereinander irgendwie verbunden. In fact, I've had patients come in Tatsächlich habe that were very young ich Patienten gehabt, die noch sehr jung waren. and they have asthma. Und sie haben Asthma. Do you know what the number one cause of pediatric asthma is? Wissen Sie, was die Ursache Nummer 1 für kindliches Asthma ist? It's smoking, that's right. Rauchen, natürlich. But it's not the kids that smoke. Aber es ist natürlich nicht das Kind, das raucht. Although I did know a guy, he started smoking when he was 6. Obwohl ich kenne jemanden, der hat angefangen mit Rauchen, als er 6 war. Guess who gave him the cigarette? Und jetzt raten Sie mal, wer ihm die Zigaretten gegeben His hat. parents. Seine Eltern. Yeah. It's there's better ways to get your kid to stop crying than that. Es gibt, he's crying to have one or what? No, he was crying, he was unhappy about something, so they gave him a cigarette. Also das Kind hat geheult, aber gibt es andere Möglichkeiten, um das Kind zum Aufhören mit Weinen zu bringen, als ihm eine Zigarette zu geben. They've done lung studies on infants and adults. Man hat Lungenstudien gemacht bei Erwachsenen und bei Kindern. And if you smoke in a room with an infant, Wenn man in einem Raum raucht, in dem auch ein Säugling ist, if you smoke just one pack of cigarettes,
und man nur eine Packung Zigaretten raucht it's im like gleichen Raum, that child smoked 9 of those cigarettes directly. dann ist das für das Kind so, als wenn dieses Kind 9 Packungen direkt selbst geraucht hat. Can you imagine a little child smoking half a pack a day? Können Sie sich vorstellen, dass ein kleines Kind eine halbe Packung Zigaretten pro Tag raucht? Yes, 9 No. cigarettes a day. Say again, you said one If the cigarette? adult smokes 1 pack, it's like the child smoked 9 of the cigarettes. Okay. There's 20 in a pack. So ich hatte- for every muss- 20 that the adult smokes, then it's like the child smoked Okay. 9 because its body is smaller. Ich muss das and gerade things like that. korrigieren. Also der Erwachsene raucht eine Packung Zigaretten und das ist für das Kind so, als wenn es 9 Zigaretten geraucht hat. Also 20 Zigaretten für den Erwachsenen, 9 Zigaretten für das Kind. And the earlier you start, the harder it is to quit. Und je jünger man anfängt mit dem Rauchen, desto schwerer ist es aufzuhören. But I've had parents come in and their kid has terrible asthma. His what? Has terrible asthma. Aber ich habe gesehen, wie Eltern mit ihren Kindern kommen und dieses Kind hat wirklich schreckliches Asthma. And they said, "Oh no, we had a barbecue this weekend. That's why he has asthma." Und sie sagen, ja, das liegt einfach nur daran, dass wir an diesem Wochenende gegrillt haben. Deswegen hat das Kind Asthma. But I tell them, it's not the barbecue. Und ich sage ihnen, nein, das Grillen ist nicht schuld, It's you. sondern sie sind es. And they don't like that. Und das gefällt ihnen gar nicht. But the reason why I confront people is because no one is going to advocate for their child except for me. Aber der Grund, warum ich die Personen dann damit konfrontiere, ist, dass dieses Kind keinen Fürsprecher hat, außer ich als Arzt. I have a successful way of convincing people to quit smoking. Ich habe eine sehr erfolgreiche Art, wie ich Personen davon überzeugen kann, mit dem Rauchen aufzuhören. It not only convinces them, but it actually gets the nicotine out of their system too. Und das überzeugt sie nicht nur, sondern es sorgt auch dafür, dass das Nikotin aus dem System entfernt wird. I tell one of their friends, treat your friend who smokes to a day of spa. Ich sage they're supposed to Buy them to go to the spa. You talk to the friend. Yeah, pay Okay. them Ich so sage, much money to take a day off in the spa. Ich gehe also zu dem Freund des Rauchers und sage, führ ihn doch mal aus. Geh mit ihm mal einen ganzen Tag in so ein Wellness-Zentrum. But there's one condition. Aber unter einer Bedingung. They have to take 2 liters of water, Sie müssen 2 Liter Wasser nehmen and they have to go in the steam bath for a long time. und sie müssen dann in die Dampfsauna sehr lange Zeit reingehen. And before they go in, they have to wrap themselves in a clean white sheet. Und bevor sie dort reingehen in diese Sauna, in dieses Dampfbad, müssen sie sich einwickeln in ein sauberes, And ganz weißes Tuch. Keep drinking the water while they're in there. The smoker. Yes. Und der Raucher, der soll also, wo sie da in dieser Dampfsauna sind und sich eingewickelt haben in das Tuch, diese 2 Liter Wasser trinken. And then when they're completely done with the water, Und wenn das Wasser ganz ausgetrunken ist and they've been in there for maybe half an hour, maybe an hour, und sie in diesem Dampfbad waren, vielleicht eine halbe Stunde lang oder eine ganze they have to Stunde, take the white sheet off and hang it up on their wall. und dann sollen sie das weiße Tuch, in dem der Raucher eingewickelt war, nehmen und es an die Wand hängen. It's all yellow Es ist total gelb, because of the nicotine that's come out of your pores. weil das Nikotin aus den Poren herauskommt. Because people say, well, I smoke outside. Denn die Leute sagen, ich rauche doch draußen. And I say, well, it still comes on your clothes. Aber ich sage, nein, es kommt trotzdem aus den Kleidern heraus. Well, I change my clothes every time I smoke a cigarette. Aber ich wechsle meine Kleidung jedes Mal, nachdem ich eine Zigarette geraucht I habe. already know that's a lie. Ich weiß natürlich, dass das eigentlich eine Lüge ist. But then I tell them, well, it comes out your pores. Aber dann sage ich, es kommt auch aus ihren Poren raus. And then they go, Und dann they don't know what to say. wissen sie nicht mehr, was sie sagen sollen. But it's easier for them to quit when they understand that it's affecting their children sometimes. Aber es ist viel, viel einfacher für sie aufzuhören, wenn sie wirklich verstanden haben, welche Auswirkungen das auf ihr Kind hat. Many people won't quit for themselves, but they'll quit for their kid. Es gibt viele Menschen, die nicht bereit sind, für sich selbst, für die eigene Gesundheit aufzuhören, aber sie sind bereit, es für ihr Kind zu tun. I want to emphasize, though, that medicine is not the cure for this problem. Ich möchte allerdings betonen, dass Medikamente, die Medizin, nicht das Problem für Asthma löst. Because many times the parents say, well, just give him some breathing treatments or steroids. Oft ist es so, dass die Eltern ihnen einfach nur irgendwelche Behandlung fürs Atmen geben, irgendwelche Steroide, Cortison. I said, but that's not the cause. Aber ich sage, das ist ja nicht die Ursache, The cause is you. sondern sie sind die Ursache. And so let's take care of the cause.
Wir wollen die Ursache behandeln. So you can help them quit in many ways. Man kann also einem Raucher helfen, ihn unterstützen, dabei aufzuhören, auf viele verschiedene Art und Weise. Anyone know what the most popular method to quit smoking? Wissen Sie, was die beliebteste Methode ist, die weit verbreiteste, mit dem Rauchen aufzuhören? In fact, it's not a vegetarian method. Tatsächlich ist es keine vegetarische Methode, Yes, it's cold turkey. sondern es heißt Cold Turkey, also von einem Tag auf den anderen, zack. That means you just vorbei. stop. Das heißt, man hört einfach auf. But let me tell you, it's hard. Das ist schwer, glauben It's Sie mir. more addictive than heroin or cocaine. Tatsächlich ist Nikotin, hat ein höheres Suchtpotenzial als Kokain und Heroin. In fact, if you've heard of the book Tom Sawyer, Tatsache ist, also kennen Sie das Buch Tom Sawyer? Mark Twain was a very popular American author. Mark Twain war ein sehr bekannter, populärer amerikanischer Autor. And he said, I've quit many times. Und er hat gesagt, ich habe schon so oft aufgehört. But that means he's started up again, right? Das bedeutet natürlich, dass er wieder angefangen hat, nachdem er aufgehört I'm going to hat. share with you a secret as to the most successful method of quitting smoking. Ich möchte Ihnen ein Geheimnis verraten, was die erfolgreichste Methode ist, mit dem Rauchen What did aufzuhören. someone say? Was hat jemand gesagt? Suicide. Well, I Selbstmord, suppose that's true. Death therapy. Todestherapie. I guess dead men don't smoke. Ich denke Right, mal, dass that's right. ein toter Mann nicht mehr raucht. Ja, Well, natürlich. this is one to quit smoking and still live. So, die Methode, die ich Ihnen vorschlagen möchte, ist, mit dem Rauchen aufzuhören und weiterzuleben. The most successful method is actually in a group of men that have a heart attack. Die erfolgreichste Methode ist tatsächlich, wenn man eine Gruppe von Männern hat, die einen Herzinfarkt hatten. If they have an acute heart attack and one of the physicians, either ER or cardiologist, says you must quit smoking or you will die. Wenn da ein Mann ist, der gerade einen frischen Herzinfarkt hat und dann ein Kardiologe oder ein Notfallmediziner zu ihm sagt, Sie müssen mit dem Rauchen aufhören oder Sie werden sterben. That's actually been shown to be the most successful method. Es ist gezeigt worden, dass das wirklich die erfolgreichste Methode ist, um jemanden davon zu überzeugen, aufzuhören. In fact, crisis is not always bad Das heißt, eine Krise ist nicht unbedingt immer nur negativ. because that is the opportunity for someone to change. Denn das ist oft für jemanden die Chance, die Gelegenheit, dass er sich verändert. So if you're going through crisis right now, that's actually a good thing. Wenn Sie also im Moment gerade eine Krise durchmachen, dann ist das durchaus etwas Positives. If the crisis gets you to make positive changes. Wenn die Krise einen dahin führt, dass man positive Veränderungen macht. So the most common reason people relapse, what is it? Der häufigste Grund dafür, dass Personen einen Rückfall erleiden, welcher ist das? Stress. Oh yes, Ja, yes, also Stress, that's aber right. hier rauchende Freunde. They das say stimmt. I was stressed out, Sie sagen entweder, ich war so unter Stress and so I went to the bar to have a drink, und deswegen bin ich in die Bar gegangen, um mir einen Drink zu machen. and then I met a friend Und dann habe ich einen Freund getroffen, who smokes. der raucht. And so they smelled it again, Und right? dann riechen sie das. And so I think it's very important to recognize where you have the temptations. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich bewusst macht, wo für einen die Versuchungen liegen. And this goes with any habit. Und das betrifft jede Gewohnheit. It can be any bad habit. Jede schlechte Gewohnheit, die wir haben. Recognize where you are tempted Sich bewusst machen, wo man versucht werden könnte. and get rid of those situations. Und diese Situationen versuchen zu vermeiden. A principle is found actually in Romans 13:14. Tatsächlich können wir in der Bibel in Römer 13, Vers 14 ein ganz bestimmtes Prinzip finden. And I share this principle with my patients. Und dieses Prinzip gebe ich auch an meine Patienten weiter. And you can read it. Und zwar heißt das, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und trefft keine Vorsorge für das Fleisch, um seine Begierden zu erfüllen. So to make no provision means to avoid all situations where you're going to have access to cigarettes, right? Also keine Vorsorge zu treffen heißt jetzt, im Englischen wird es etwas anders ausgedrückt, in diesem Zusammenhang, dass man jede Situation meidet, wo man Zugang zu Zigaretten haben You kann. get rid of all your cigarettes, Das heißt, man schmeißt alle seine Zigaretten weg, all your lighters, all your ashtrays, alle right? Feuerzeuge und Aschenbecher, You weg get rid damit. of all of the opportunities to go back to it.
Das heißt, alle Möglichkeiten, die einen versuchen könnten, dass man wieder anfängt, die sollte man aus dem Weg räumen. In fact, as Gerhard said, you may need to change your friends for a little while. Das heißt, genau wie Gerhard gesagt hat, könnte es sein, dass man vielleicht sogar seinen Freundeskreis für eine gewisse Zeit verändern sollte. But it has to do with any habit. Sometimes the people around you are the ones that draw you down into the sin, right? Und das trifft natürlich auf jede Gewohnheit zu. Manchmal die Leute, die uns am nächsten sind, sind diejenigen, die uns in irgendeine Sünde wieder hineinziehen. Some people have found a good way is that every time they don't smoke, they put the money for the cigarettes in a little jar. Manche Leute haben herausgefunden, dass es für sie eine sehr gute Methode ist, dass jedes Mal, wenn sie es geschafft haben, nicht zu rauchen, dass sie das Geld, was sie dort gespart haben, in eine kleine Sparbüchse tun. And then at the end of the year, they have enough to take a nice vacation. Und am Ende des Jahres haben sie dann genug Geld angesammelt, um einen tollen Urlaub zu machen. Does anyone know who Dr. Burkitt was? Weiß irgendjemand von Ihnen, wer Dr. Burkitt war? Anyone ever heard of Burkitt's lymphoma? Haben Sie schon mal von Burkitt Lymphom gehört? Yeah. He was a physician that studied different cancers. Er war ein Arzt, der verschiedene Krebsarten studiert hat. In fact, he studied cancers in the United States, but also Africa. Er hat also nicht nur in den Vereinigten Staaten Krebs untersucht, sondern er hat auch geforscht auf dem Kontinent Afrika. And he found that there was a certain type of cancer that was very common in the Western world. Und er hat herausgefunden, dass es eine bestimmte Krebsart gab, die in der zivilisierten Welt sehr häufig vorkam. But it was very rare in Africa. Aber in Afrika war diese Krebsart sehr, sehr selten. And he isolated the risk factor to something in the diet. Und er hat herausgefunden, dass der Risikofaktor etwas ist, was mit Ernährung zu tun hat. But he found that this component of the diet was not even absorbed. Aber er hat herausgefunden, dass diese Komponente der Ernährung, die mit diesem Krebs zu tun hatte, noch nicht einmal resorbiert wurde. How is it possible that something you don't even absorb can be good for you? Wie ist es möglich, dass etwas, was man überhaupt nicht resorbiert, gut für einen sein kann? What was it? Was war das? Fiber. Yes, that's right. It was fiber. Ja, Ballaststoffe. That's right. We're talking about colon cancer. Und worüber wir hier sprechen, ist Dickdarmkrebs. And the risk factor was fiber. Und Risikofaktor waren Ballaststoffe. Does anyone know the two types of fiber? Yes. Der Mangel an Ballaststoffen. Does anyone know the two types of fiber? Kennen Sie die zwei unterschiedlichen Arten von Ballaststoffen? Yes. Soluble? Löslich und unlöslich. Das, was Sie meinen wahrscheinlich, ne? Yeah. Das ist eigentlich das Gleiche. Well, she said that some are just getting bigger and others are filling. Yeah, sure. Well, it's similar. It's water soluble and insoluble. Ja, man kann es, also das, was man eigentlich damit ausdrückt, ist, dass sie löslich sind, also wasserlöslich oder nicht wasserlöslich. But both are important for your health. Beide dieser Ballaststoffe sind wichtig für die Gesundheit. And one of them, particularly the one for colon cancer, und einer von denen, derjenige, der vor allen Dingen mit Dickdarmkrebs zu tun hat, is the insoluble fiber. Das ist der unlösliche Ballaststoff. Because it decreases your transit time. Weil nämlich durch diese Ballaststoffe die Transitzeit, also die Verweildauer im Darm, reduziert wird. Transit time is not just the amount of time it takes the train to go from one station to another. Also die Transitzeit ist nicht nur die Zeit, die es braucht, dass ein Zug von einer Station zur anderen It's the time for the food to go from here, sondern es ist die Zeit, die die Nahrung braucht, um to when you see it again. Von der Mundhöhle dorthin zu wandern, wo man sie dann wieder sieht. And you can check your own transit time. Und man kann seine eigene Transitzeit You know what you eat? erfassen. Man weiß ja, was man isst. Was müssen Sie essen dazu? Beets. Rote Beete. Because the pigment is not absorbed. Dann dieses Pigment in der roten Beete, dieses rote Pigment wird nicht resorbiert. Or you can eat corn. Now, there's lots of things you can do. Oder man kann Mais essen, den sieht man dann auch wieder. Also es gibt eine ganze Menge, wie man selbst herausfinden kann, wie lang die Transitzeit ist. And I'm going to tell you, I disagree with the medical literature on this. I'm just going to tell you that right now. Und ich möchte dazu sagen, ich bin da in diesem Punkt anderer Meinung als die medizinische Literatur. Das sage ich Ihnen ganz offen. Because they say normal is as long as you have one bowel movement every other day, that's still normal. Dort in der Literatur wird nämlich gesagt, es ist normal, wenn man jeden zweiten Tag einen normalen Stuhlgang hat. Das wird also als normal eingeschätzt. That's what you'll find in the medical literature. Also die medizinische Literatur gibt diese Zeit an.
I question that as a physician. Und das stelle ich als Arzt in Frage. Because I just say, hey, where did the other 5 meals go? Und ich sage, wo sind denn die anderen 5 Mahlzeiten, die man in der Zeit gegessen hat? If you're only having one bowel movement every other day, wenn man right? nur jeden zweiten Tag einen See, that's Stuhlgang hat, 6 meals, das right? sind ja alle 2 Tage, also 6 Mahlzeiten. Wo sind die anderen 5? But I'm just being honest with you. Ich bin einfach nur ehrlich mit Ihnen. But we find that the transit times should be around 24 hours or less. Also wir haben herausgefunden, dass die Transitzeit 24 Stunden oder weniger sein sollte. It can be too short also. Die Transitzeit kann auch zu kurz sein. But that's insoluble fiber. But the soluble fiber is useful too. Wir haben also eben über unlösliche Faserstoffe gesprochen, aber die löslichen Faserstoffe sind auch gut für etwas. Does anyone know what soluble fiber does? Wissen Sie, was lösliche Ballaststoffe tun? They, the toxic substances in the bowels, they absorb them. It does that too. It Also die actually Giftstoffe werden in den Darm gebunden, wurde hier it gesagt. actually binds cholesterol and lowers your cholesterol. Also was diese Giftstoffe, das stimmt. Und zusätzlich wird Cholesterin gebunden im Darm und dadurch wird das Cholesterin im Blut erniedrigt. So I'm going to share with you a personal story. Does anyone like camping? Ich möchte hier eine persönliche Geschichte erzählen. Gibt es jemanden, der gerne campen geht? But what do you usually eat when you're camping? Aber was isst man gewöhnlich, wenn man campen geht? Yes. Cans, Yes. Dosen. That's right. Hot dogs, Also man isst Hamburgers, Hamburger, right? Hamburger. right? And what kind of buns do you put on them? Und welche Art von Brötchen benutzt man da, wenn man Würstchen oder Hamburger isst? Yeah, white flour. I'm not saying this is good. I'm just saying what I used to eat. Weißmehl, also ich sage jetzt nicht, dass das gut ist. Ich beschreibe hier nur, was ich früher mal But what do gegessen you habe. do when you're a poor student Aber and was, you want to go camping? aber was macht man, wenn man ein armer Student ist und campen You geht? buy a big box of ramen noodles. Oh, und dann kauft man einen großen Karton von Nudeln. But those are made of what? Und woraus werden die hergestellt? White flour, exactly. Weißmehl, natürlich. And you roast marshmallows over the fire, Und right? man hat dann Marshmallows und die röstet man über dem Lagerfeuer. But you know what's funny? Even though we went camping for a full week, Aber wissen Sie, was lustig ist? Obwohl wir eine ganze Woche lang campen gegangen sind plenty of water, plenty of exercise, und wir haben wirklich viel Wasser getrunken, wir hatten eine ganze Menge körperliche Bewegung, I wouldn't have a bowel movement for 1 week. habe ich eine ganze Woche lang keinen Stuhlgang gehabt. And I was a young man. Und ich war jung damals, junger Why, Mann. why didn't I go to the bathroom? Warum brauchte ich nicht zur Toilette gehen? That's right, no fiber. Ich habe keine Ballaststoffe gegessen, genau. Yes. Yes, absolutely. Könnten Sie Beispiele geben für die beiden Sorten von Ballaststoffen? I gave you examples of what doesn't have fiber. Ich habe einige Beispiele gegeben, was also keine oder zu wenig Ballaststoffe hat. Any animal product, how much fiber? Jedes tierische Produkt hat wie viel Ballaststoffe? Meat, eggs, cheese, Fleisch, Eier, butter, Käse, milk, Butter, Milch. 0 eggs, Null right? Ballaststoffe. No fiber. Alle tierischen Produkte, keine Ballaststoffe. White rice, Weißer Reis, white flour, weißes Mehl right? Less fiber. hat weniger Ballaststoffe. Now, I like white people, just not white flour. Ich Right? mag weiße Menschen, nur kein Weißmehl. So you want the whole grain, right? Also was wir eigentlich brauchen, ist das Vollkorn, das ganze Korn. You know what's funny? In my country, they call those things enriched. Wisst ihr, was lustig ist? In meinem Land, da nennt man diese Nahrungsmittel angereichert. When you refine wheat or rice or something like that, Wenn man also bestimmte Nahrungsmittel wie Reis oder Weizen raffiniert, did you know you remove or reduce 20 different vitamins and minerals? wissen Sie, dass man dann 20 verschiedene Vitamine und Mineralstoffe dort herausnimmt?
But then they put back 4. Also entweder erniedrigt oder rausnimmt und And dann they- werden 4 wieder And they zurückgetan. call it enriched. Und das wird dann angereichert, What if I bereichert genannt. stole 20 euros out of your pocket Wie wäre es, wenn ich aus deiner Tasche hier 20 Euro stehle and I gave you back 4? und ich gebe dir 4 wieder zurück? Would you feel enriched? Würde man sich bereichert fühlen? I don't know. I'd feel a little cheated. Ich weiß nicht, ich fühle, als wenn man mich übers Ohr gehauen But hat. that's what the food industry tells us. Aber das ist das, was die Nahrungsmittelindustrie uns sagt. You're not enriched Man ist nicht bereichert, unless you angereichert. eat the whole grain. Außer man isst wirklich das vollständige Getreide, Vollkorn. The foods that have soluble fiber are like the fruits, vegetables, beans. Die Nahrungsmittel, die lösliche Faserstoffe haben, sind zum Beispiel Gemüse, Früchte, Bohnen. And the insoluble fiber is the whole grains. Und die unlöslichen Faserstoffe, Ballaststoffe finden wir im But Vollkorngetreide. there is one exception. Aber es gibt eine Ausnahme. There's one grain that is half soluble, half insoluble. Does anyone know what it Es is? gibt ein Getreide, da haben wir die Hälfte lösliche Ballaststoffe und die andere Hälfte unlösliche. Weiß irgendjemand, welches Getreide das ist? Anyone know? Weiß es irgendjemand? It begins with an O, and most of you guys probably eat it for breakfast. Es fängt mit H an. Die meisten von Ihnen essen es wahrscheinlich zum Frühstück. Oh, it begins with an H, I guess, in your language. Sorry. I said H. Oh, I said H. Okay, that's great. Yeah, Well, I that's was right. guessing what you mean. It's oatmeal. Ja, natürlich sind die Haferflocken. And that's why you look at the box of Cheerios in the grocery store and it says, Cheerios will lower your cholesterol. Und deswegen, wenn wir uns hier eine Box angucken im Laden mit Cheerios, also mit irgendeinem gezuckerten, ungesunden Zeug, und da steht, Cheerio erniedrigt das Cholesterin. But it has nothing to do with Cheerios, it's just oats. Aber das hat mit den Cheerios gar nichts zu tun, sondern es ist einfach nur die Haferflocken, die Because das oats Cholesterin are erniedrigen. half soluble fiber, half insoluble fiber. Denn die Haferflocken bestehen zur Hälfte aus löslichen Ballaststoffen, zur Hälfte aus unlöslichen Ballaststoffen. And we talked about fiber, Wir haben über Ballaststoffe gesprochen. but what happens is that the fiber moves the food through your intestines faster. Was eigentlich passiert, ist, dass die Ballaststoffe dafür sorgen, dass der Darminhalt schneller durch den Darm hindurch transportiert wird. And they've found that certain foods, especially meats, if they're in contact with the wall of the bowel for long periods of time, they cause cancer. Man hat festgestellt, dass bestimmte Nahrungsmittel, vor allen Dingen tierische Nahrungsmittel, also Fleisch, wenn Fleisch sehr lange in Kontakt ist mit der Darminnenwand, dass dadurch Krebs erzeugt wird, wenn also die Transitzeit lang ist. I'll give you an illustration you'll never forget. Ich möchte Ihnen hier eine Illustration geben, die Sie niemals vergessen werden. What if I was going to cook you chicken cacciatore? Chicken what? Chicken cacciatore, it's a common. Also was wäre, wenn ich Ihnen jetzt ein ganz bestimmtes Gericht, Chicken Cacciatore, also mit Hühnchen koche? And I told you that I left the chicken out all day long. Und ich erzähle Ihnen, dass ich dieses Hähnchen den ganzen Tag draußen stehen gelassen habe. Would you eat it? Würden Sie das essen? So ein Hähnchen, was die ganze Zeit in der Wärme steht? Well, why not? Why are you afraid of the chicken? Warum nicht? Haben Sie Angst vor Hühnchenfleisch? Salmonella. That's right. I left it out for too long, Ich right? habe es einfach zu lange da draußen stehen lassen, Salmonellen. What they have found is certain animal products, especially meats, Man hat herausgefunden, dass ganz bestimmte tierische Produkte, vor allen Dingen wenn es Fleisch direkt ist, break down in an environment that's warm, in einer Umgebung, die warm ist, dark, dunkel ist and moist. und feucht ist, dort verderben. Now, let me ask you a question. Und jetzt muss ich Ihnen eine Frage stellen. What do you think the inside of your body is like? Was glauben Sie, wie denn Ihr Körper von innen aussieht? Well, it's warm, Warm, it's dark, dunkel and it's moist. und es ist feucht. So you don't want that stuff hanging out in your body. Sie wollen also nicht, dass dieses Fleisch da verwest in Ihrem Körper und da lange Zeit drin ist. It breaks down. Yeah, Ja, es ist verwest. it's true though. Und es stimmt. Es It'd be war. better to eat whole plant foods because they go through faster. Es ist sehr viel besser, wenn man Pflanzennahrung isst, gute Pflanzennahrung, weil die sehr viel schneller durch den Darm durchgeht. But there's also other benefits to fiber. Aber es gibt noch andere Vorteile, die Ballaststoffe haben. It helps you lose weight, Trägt dazu bei, dass man Gewicht verlieren kann. but most of you aren't overweight. Say it again? Most of you aren't overweight, I'm sure. Aber die meisten von Ihnen haben kein Übergewicht, da bin ich mir sicher.
It also helps your glycemic index for diabetics. Im Zusammenhang mit Diabetes hilft es also auch, den glykämischen Index zu normalisieren. In fact, they found if that the average industrial nation added just 12 grams of fiber per day, Man hat also herausgefunden, dass die durchschnittliche Industrienation, wenn sie nur 12 Gramm Ballaststoffe zu ihrer Nahrung täglich hinzufügen that they would würde, eliminate almost half of the colon cancer in the world. dass dadurch fast die Hälfte aller Dickdarmkrebse in der Welt nicht mehr stattfinden wird. That's like a bran muffin. Das ist ungefähr so viel, wie man in einem Kleie-Muffin isst. Have you ever heard the song, I'd like to buy the world a Coke? Have you heard that song? Haben Sie schon mal das Lied gehört? Ich würde der Welt gern eine Coca-Cola kaufen. I'd like to buy the world a bran muffin. Ich würde der Welt gern einen Kleie-Muffin kaufen. Yes, you had a question, Gerhard? Ist dort eine Frage, Gerhard? Wie ist das Verhältnis von gekochten Haferflocken im Vergleich zu rohen Haferflocken? It's not the same amount of fiber is going to be there, Wir haben die gleiche Menge Ballaststoffe, ob gekocht oder ungekocht. but it's not going to be absorbed as well if it's raw. Aber wenn wir rohe Haferflocken essen, wird die Kleie And there are some studies. nicht so gut resorbiert. One of my What do you colleagues. mean? The fiber is absorbed because it's not absorbed. How No, do I- digestion is different. Also der Verdauungsvorgang ist unterschiedlich. Some people argue that you should cook all grains Es gibt Leute, die sagen, man sollte Getreide grundsätzlich kochen. because of the starches in the grains. Aufgrund der Stärke, die dort im Getreide vorhanden ist. There's one colleague that says that if you eat uncooked grains, that the starch actually can go in the bloodstream and cause blockages. Es gibt einen Kollegen, der sagt, dass wenn man Getreide ungekocht isst, dass die Stärke in den Blutstrom übergehen kann und dort Blockaden in den Arterien verursachen kann. Well, I am going to close with what is cancer? Ich möchte jetzt mit der Frage abschließen, was ist eigentlich Krebs? What is cancer? Was ist Krebs? Give me a definition. Eine Definition? Oh, okay, go ahead. Ein Tumor? A tumor, okay. What do you think? An unnatural growth of cells? Yes, Ein yes, I like unnatürliches that. Zellwachstum wurde gesagt. But you see, your cells normally grow. Aber es ist ja normal, dass unsere Zellen wachsen. Go ahead. A change of cell. Yes, Ja, I eine like that even Zellveränderung. better. So if you cut yourself, Also wenn man sich selber schneidet, you want your cells to multiply, right? dann will man doch, dass die Zellen sich vermehren. But when they come to another normal cell, you want them to do what? Aber wenn sie zu einer anderen normalen Zelle hinkommen, dann möchten sie was? You want them to stop, right? Dass also da Schluss ist, da wo die anderen normalen Zellen Yes, were anfangen. you going to say something? Wollten Sie was sagen? Also ich wiederhole das mal. Normalerweise, wenn eine Zelle sich teilt, dann kommt sie an einen Punkt, wo sie wieder eine Ruhephase hat. Sie teilt sich nur für einen bestimmten Zeitabschnitt. Und das ist anders bei der Krebszelle. So she said, normally if a cell multiplies, it comes to a phase of rest again, it stops, and that is different with cancer cells because they continue multiplying endlessly. Sure. You might say they're always in perpetual anaphase or metaphase or Das things like heißt that. also, sie sind That's ständig good. in der Anaphase und Metaphase, also die Teilung geht ständig weiter. Ultimately, it is a cell line that is growing out of control. Letztendlich ist es eine Gruppe von Zellen, die einfach deren Wachstum außer Kontrolle geraten It has ist. no respect to other normal tissues around it. Und die anderen normalen Gewebe, die drumherum sind, werden ignoriert. Man geht einfach da durch. Or even healthy organs around it. Oder selbst gesunde Organe, die daneben liegen, werden einfach platt In gemacht. fact, if you study cancer, you will see that it even draws the blood supply away from healthy tissues. Und wenn man die Krebszellen studiert, dann sieht man, dass die sogar die Blutversorgung der umliegenden gesunden Gewebe abziehen. It produces something called angiogenesis factor. Und dadurch wird etwas produziert, was Angiotensinfaktor heißt. And that creates more blood supply to itself. Angiogenesefaktor. Und das bedeutet, dass
so they produce They produce a hormone arteries. and they make more arteries grow to itself. Ein ganz bestimmtes Hormon wird produziert und dieses Hormon sorgt dafür, dass dass Arterien gebildet werden und die Arterien eben auch das Blut Even they heranziehen. seal the blood supply for other surrounding tissues. Und dadurch wird also das Blut aus den umgebenden Geweben abgezogen zu And dem there's Krebs hin. an interesting thing that happens with tumors that grow in the chest. Und bei Tumoren, die innerhalb des Brustraums wachsen, interessiert etwas sehr Interessantes. Some of them will grow so large Einige von ihnen werden so groß, that they start to compress the superior vena cava. dass sie anfangen, die obere Vena cava zusammenzudrücken. And they cause something called superior vena cava syndrome. Und dann bewirken sie etwas, was man das obere Vena cava Syndrom nennt. Now, the vena cava is a large vein that brings blood back to the heart. Die Vena cava ist eine ganz große Arterie, die Blut ein ganz großes Blutgefäß, was Blut zum Herzen bringt. And when that tumor gets bigger and bigger, Und wenn dieser Tumor immer größer wächst, it slowly cuts off that blood supply. dann wird der Blutzufluss, der in dieser Vena cava drin ist, immer weiter zusammengedrückt und die Blutzufuhr wird And eingeschränkt. guess what happens when it completely cuts it off? Und raten Sie mal, was passiert, wenn diese Vena cava dann vollständig zugedrückt wird. You die. Man stirbt. But you know what happens to the tumor? Aber wissen Sie, was mit dem Tumor passiert? It dies too. Der Tumor stirbt auch. Now think about for a moment the only system that can defeat cancer. Jetzt denken wir einen Moment mal darüber nach, welches das einzige System ist, was Krebs wirklich besiegen It kann. is the immune system. Das Immunsystem. And I'm going to share with you just a little bit on how it works. Und ich möchte Ihnen nur ganz wenig darüber berichten, wie es funktioniert. Do you know how the immune system defeats its enemies? Wissen Sie, wie das Immunsystem seine Feinde besiegt? Does it like shoot bullets at them or something? Haben Sie ein Gewehr und schießen mit Kugeln darauf? The white blood cell actually takes the enemies inside. Did you know that? Die weißen Blutzellen nehmen den Feind in sich selbst auf. Wussten Sie das? And it produces different chemicals that are toxic, that kill the enemy. Sie inkorporieren also die feindliche Zelle und produzieren ganz bestimmte Giftstoffe und diese toxischen Stoffe zerstören dann die feindliche Zelle. But the problem is it takes it into itself, so it actually hurts the white blood cell a little bit too. Aber das Problem ist, dass diese feindliche Zelle eben selbst inkorporiert wird, sodass die weiße Blutzelle selbst auch Schaden nimmt. They have found that the white blood cell can do this process about 12 times. Man hat herausgefunden, dass ein weißes Blutkörperchen in der Lage ist, diesen Prozess des Inkorporierens ungefähr 12 Mal durchzuführen. Before its own system is so poisoned and it dies. Bevor das eigene System so vergiftet ist, dass die weiße Blutzelle stirbt. So maybe it gets to 10, 11 and maybe retreats to the bone marrow perhaps. Und es kann sein, dass also diesen Prozess 10-mal oder 11-mal durchführt und dann sich wieder zurückzieht ins Knochenmark. Did you know it doesn't do that? Macht die Zelle das so? Oder wussten Sie, dass die Zelle das nicht so macht? Every cell of the immune system fights to the death. Jede einzelne Zelle des It will Immunsystems continue kämpft bis zum Tod. to fight over and over again until it cannot fight anymore and it dies. Ein weißes Blutkörperchen wird kämpfen und kämpfen, immer wieder, bis an den Punkt, wo es nicht mehr kann und selber stirbt. And there are some times that the immune system senses that the invader is too strong. Und es gibt Situationen, wo das Immunsystem spürt, dass der Eindringling zu stark ist. One example you can look at is tuberculosis. Ein Beispiel, das man sich da betrachten kann, ist Tuberkulose. When the immune system senses that it cannot overcome the enemy, Wenn das Immunsystem spürt, dass es nicht stark genug ist, um dem Feind it zu will do begegnen, something very fascinating. dann macht das Immunsystem etwas sehr It will Faszinierendes. begin to line up around the enemy. Man beginnt sich aufzustellen um den Feind herum And it will slowly surround the area where the infection is. und langsam wird der Bereich, wo die Infektion ist, eingekesselt. And it will allow its own cell walls to die. Und sie lassen dann zu, dass die eigenen Zellwände sterben. And it becomes a living wall, actually dying wall, Und es wird zu einer lebendigen Mauer, einer sterbenden Mauer that eigentlich, separates you from the enemy. die eine
Trennwand darstellt zwischen dem eigenen Körper und dem feindlichen Eindringling. Are you seeing something? Sehen Sie da etwas? Do you see a difference between cancer and the immune system? Sehen Sie einen Unterschied zwischen wie der Krebs vorgeht und wie das eigene Immunsystem The handelt? immune system gives all that it has and it dies. Das Immunsystem gibt alles, was es hat und stirbt. It fights on behalf of the body. Es kämpft für den Körper. But even though it dies, Aber obwohl da es stirbt, it is reborn wird es wiedergeboren in the bone marrow im Knochenmark, to fight again. damit es wieder erneut kämpfen kann. Cancer focuses completely on itself. Aber der Krebs hat seinen Fokus nur auf sich selbst. It takes nutrients, Es nimmt Nährstoffe, it takes blood supply, Blutzufuhr, it crushes other healthy tissues. andere gesunde Gewebe werden einfach zerdrückt. But the end of all cancers Aber das Ende aller Krebse is death, ist Tod. even for itself. Selbst der Krebs stirbt auch selbst. Cancer versus the immune system is Wenn the wir das- great illustration of the two warring philosophies in our world. Wenn wir Krebs vergleichen mit dem Immunsystem, dann ist das ein Bild für eine Philosophie, für das, was eigentlich in unserer Welt vor sich geht. Die beiden Mächte, die gegeneinander im Streit sind. You can choose to be cancer, Man kann sich dafür entscheiden, Krebs zu sein, to live for self, für das eigene Ich zu leben, without respect to others. ohne dass man andere achtet. You can gain everything you can for self. Man kann dafür sorgen, dass man so viel wie möglich für sich selbst kriegt. But if you live like cancer, Aber wenn man wieder Krebs lebt, you will die like cancer. dann wird man wieder Krebs sterben. You will die alone. Man wird allein sterben. Or you can choose the immune system. Oder man kann sich für das Immunsystem entscheiden. The only system in all of nature that is self-sacrificing, Das einzige System in der gesamten Natur, das bereit ist, sich selbst zu that opfern, has been left as a testimony ist sozusagen ein Zeugnis to the one philosophy that we were designed for. für die eine Weltanschauung, für die wir geschaffen wurden. You can live your life on behalf of others. Man kann die Philosophie haben, dass man für andere lebt, für andere da You ist. can give and give until you die. Man kann geben und geben bis zu dem Zeitpunkt, wo man stirbt. But like the immune system, Aber genau wie das Immunsystem you will be reborn. wird man wiedergeboren werden. You will live again. Man wird wieder leben. And let me tell you, you will be the happiest person on earth. Und ich möchte Ihnen sagen, Sie werden der glücklichste Mensch auf Erden sein. Because those who live for self are never truly happy. Denn diejenigen, die nur für sich selbst leben, sind nie wirklich glücklich. Those who live for others, Aber diejenigen, die für andere leben, though they lose their life, obwohl sie ihr Leben verlieren, they find it. werden das Leben finden. Thank you. Vielen Dank.